focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Schönes Buffet. Sie haben heute wohl noch kein Kompliment bekommen. Das stimmt zwar, aber im Allgemeinen bringt mich das nicht so sehr aus der Fassung. Ah, ihr habt euch schon bekannt gemacht? Nein, wir sind gerade dabei. Katharina. Maren. Ja, die Gastgeberin. Ich der ungebetene Gast. Aber nein, bei unseren Partys sind oft Leute, die ich nicht kenne. Sag mal, Jens, du spielst doch auch Golf. Nee, ich schlafe noch mit meiner Frau. Hier seid ihr. Katharina, kannst du mal nach den Kindern gucken? Die sollten jetzt langsam ins Bett. Ja. Hat mehr Autorität als ich. Sagen Männer immer, wenn sie sich drücken wollen. Meistens funktioniert's ja auch. Wollen wir noch mal tanzen? Danke, ich muss auch jetzt los. Ach, bleib doch noch ein bisschen. Kinder haben Sie auch? Zwillinge, 13 und 13. Ich sollte wohl doch mal nach Ihnen schauen. Ich muss jetzt auch gehen, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Ach, keine Angst. Die laufen sowieso immer nach demselben Muster ab. Kann sein. Ich habe die letzten Gäste rauskomplimentiert und auch nur für die Kinder das Frühstück gemacht. Och, du tust mir so leid. Es tut dir gar nicht leid. Stimmt. Deine Augenringe wirken ja auch erotischer als meine. Wirklich? Frag deine Studentin. Na, wenn du meinst. Meine ich. Und dass du ab jetzt das Frühstück immer übernehmen könntest. Katharina, denken Sie an Ihren Vortrag? Natürlich pausenlos. Hanna, morgen ab 10 ist wieder Training mit dem Personalteam und übermorgen müssen sämtliche Unterlagen. Guten Morgen erstmal. Morgen. Sie sollen bitte sofort zu Herrn Grosser kommen.
Nein, das geht jetzt nicht. Er ist in der Besprechung. Ich sollte sofort zu ihm kommen. 3 Minuten, Katharina. Ja, die habe ich jetzt nicht. Ich komme in 2 Stück. Katharina. Morgen, Leo. Guten Morgen, Katharina. Gibt's Probleme? Ja, Katharina, ich mache mir Sorgen um unser Großprojekt. Ach, wir müssen das nur einen Monat verschieben, dann haben wir die perfekte Präsentation. Sie wissen genau, dass wir uns eine Verschiebung nicht leisten können. Und deshalb möchte ich Ihnen gern jemanden vorstellen. Wie vorstellen? Sie brauchen Unterstützung, Katharina. Ich sehe doch, wie überlastet Sie sind. Ich freue mich natürlich über jede Unterstützung, aber gerade bei diesem Projekt... Gerade bei diesem Projekt werden Sie besonders brauchen. Kommen Sie, Sie werden nicht enttäuscht sein. Hallo. Wie geht's? Könnte nicht besser sein. Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Katharina Nordberg. Maren Rieger. Freut mich, Sie kennenzulernen. Dann setzen wir uns doch. Frau Rieger wurde meinem Sohn empfohlen. Und wir haben dabei sofort an Sie gedacht, Katharina. Sie verfügt über große Erfahrungen und wir glauben, dass sie genau die richtige Mitarbeiterin für Sie ist. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. 3 Jahre State College in Princeton. Dann habe ich in Frankfurt 4 Semester BWL studiert, Diplom in Soziologie. Und dann war ich 2 Jahre lang Unternehmensberaterin bei der Firma Kehr und Söhne. Fachbereich chemische Industrie. Na, hört sich doch gut an, oder? Und sonst? Maren, Frau Rieger, war im letzten Jahr... Das reicht mir. Sie haben eine sehr gute Ausbildung. Könnten Sie sich denn vorstellen, bei mir als Assistentin zu arbeiten? Von Assistentin hat mir Herr Grosser nichts gesagt. Ach so? Welcher Herr Grosser? Dieser Herr Grosser von Nordberg. Ich bin der Meinung, dass Frau Rieger mit dieser Ausbildung durchaus mehr inhaltliche Verantwortung übernehmen kann als jeder normale Assistent. Assistentin. Aber darüber rede ich mit ihr persönlich. Außerdem dürfen Sie nicht Ihre praktische Erfahrung in selbstständiger Arbeit verachten. Alles Übrige wird sich an den konkreten Aufgaben ergeben. Naja, Sie werden sich schon zusammenraufen. Dass ich Sie so bald wiedersehe, hätte ich allerdings nicht gedacht. Ich auch nicht. Sagen Sie bloß, ich wusste nichts davon. Ich wusste nichts davon. Naja, besser, als wenn Sie mir irgendjemand Fremdes vorgesetzt hätten. Vorgesetzt? Naja, bis jetzt hatte ich auch keine Assistentin. Mitarbeiterin. Ja, darüber reden wir dann noch. Müde? Ich konnte gestern nicht so früh gehen wie Sie. Wir sehen uns morgen um 9. Übrigens. Danke. Wofür? Sie hätten mich auch auffliegen lassen können. Hier lässt mir auch noch was übrig. Du bist mit Tischdecken dran. Ist sie schon da? Eben gekommen. Ich muss es ihr noch sagen. Lass sie bei Papi unterschreiben. Hauptsache, der sagt dir nichts. Dein Problem. Und du sagst ja auch nichts, klar? Die flippt doch wieder aus. Was soll sie mir nicht sagen? Hi, Mama. Schon wieder eine 6 in Mathe? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das Dummheit oder Faulheit? Ist das scheißegal. Ich bin eben nicht so beschissen ehrgeizig wie du.
Hallihallo, was gibt's zu essen? Ich habe einen Riesenhunger, ich war in der Sauna. Oh, nichts Warmes? Du hättest gerne Pizza mitbringen können. Oh, miese Stimmung? Er hat schon wieder eine 6 in Mathe. Ja, kann ja nicht jeder eine 1 haben, ne? Sag ich doch. Aber es gibt schon noch einen Unterschied zwischen 1 und 6, oder? Mein Sohn ist eben fürs Extreme. Genau. Na, wunderbar. Ja, jetzt sei doch mal nicht so verbissen. Du, Mami, du bist aber wirklich ziemlich scheiße. Relax. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe einen harten Tag hinter mir. Ich komme nach Hause, mache euch das Abendbrot, kümmere mich um eure Hausaufgaben und dann muss ich mir auch noch anhören, dass ich schlecht drauf bin. Ach, Mami, hat dich heute irgendjemand geärgert? Ach, sehr witzig. Was ist denn los? Scheiß Tag gehabt? Grosser hat mir heute eine neue Mitarbeiterin vorgesetzt, weil er meint, ich schaffe die Arbeit nicht. Na, lass ihn doch. Hast du wenigstens Zeit, ein bisschen kürzer zu treten? Ja schon, aber ich finde das ziemlich unangenehm. Das ist Anna. Ohne es mit mir abzusprechen vorher. Du schaffst das schon. Wer ist Anna? 4. Semester. Ihr Büro. Blumen. Sind die von Ihnen? Ja. Wie nett. Und das sind die Unterlagen der Firma Maren? Das sind die Analysen, Zielsetzungen und Forschungskonzepte. In diesem Heft methodisches Herangehen. Es geht um ein Auftragsvolumen von 1,5 Millionen. Und Sie haben Terminprobleme. Hat Grosse Ihnen das gesagt? Haben Sie einen Grundriss der Fertigungsstätten? Nein, nur eine Beschreibung. Aber das bringt doch nichts. Da können Sie sich gleich verdient machen. Und welche Methodik haben Sie zugrunde gelegt? Doch nicht hier. Den alten Bromme. Der ist doch längst überholt. Das sehe ich aber nicht so. Kennen Sie die Systemanalyse von Hill? Auf die würde ich mich stützen. Ich schlage vor, dass Sie sich erstmal gründlich mit dem Material befassen. Und dass wir danach diskutieren. Gut. Wann? So in einer Woche? 3 Tage reichen mir. Danke nochmal für die Blumen. Erkälten Sie sich nicht. Hat dich jemand gesehen? Glaub nicht. Dann schieß mal los. Was hättest du mir vorher sagen sollen, dass die Kiste so verfahren ist? Das wusste ich nicht. Sie lässt mich ja nicht an ihre Unterlagen ran. Kann ich verstehen. Also sie hat die Ausgangslage sehr gut analysiert, aber nicht in methodisches Herangehen umgesetzt. Konkret? Um diese Firma Reben zu reorganisieren, müssen ganze Fertigungsbereiche räumlich umstrukturiert werden. Völlig neue Formen. Jedenfalls in diesem Programm. Das ist doch wunderbar. Da kannst du dich doch sehr gut profilieren. Ob sie das zulässt? Ganz sicherlich nicht. Und das würde ich übrigens auch nicht, wenn ich seit über 10 Jahren auf einem und demselben Stuhl säße. Da musst du dich schon ein bisschen anstrengen, Maren. Ist aber nicht so einfach. Ja, aber es lohnt sich. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass sie nach so langer Zeit betriebsblind wird, aber ich kann nun wirklich nicht aus lauter Nächstenliebe zusehen, wie sie eines unserer wichtigsten Projekte in den Sand setzt. Na klar. Du musst ja unbedingt die inhaltliche Verantwortung aus der Hand nehmen. Sag ja einfach, du willst sie entlasten. Ja, aber ich kann doch nicht einfach... Ich bin doch auch noch da. Hast du mal eine Mark? Let's go. Du wirst doch mal mit arbeiten. Kopier mir doch sicherheitshalber mal alle Unterlagen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was soll das heißen? Wir hatten doch besprochen, dass du mir alle Informationen besorgst. Ja, schon. Du weißt schon noch, dass ich dir den Job besorgt habe. Naja. Du hast doch nicht vergessen, dass ich mit dir frischen Wind in die Bude bringen wollte? Das war noch mal ein ganz gutes Thema. Bis dann. Tschüss, tschüss. Hey, was machst du denn schon hier? Siehst du doch, ich kopiere die Unterlagen für die Konkurrenz. Lass, ich mach schon. Du siehst ja heiß aus. Danke. Ich tue dir schon nichts. Schade. Warum eigentlich nicht? Ach, Sie sind auch schon hier. Guten Morgen. Viel zu kopieren? Ja, gibt genug zu tun. Hier ist Katharina. Hallo, Will. Hör mal, ich habe eine Bitte. Und zwar hat sich bei mir jemand beworben und ich bin nicht ganz sicher.
ist kein Wunder. Maren Rieger. Mit ihr, ja. Hat zuletzt bei Kehr und Söhne gearbeitet. Kannst du da was rauskriegen? Ich meine nicht. Bist ein Schatz. Sind wir nach der Analyse zu folgendem Ergebnis gelangt? Die Personalkosten liegen deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, wie etwa Vergleichbare Unternehmen wie etwa? Mit Frau Rieger verstehen Sie sich wohl ganz gut. Die ist in Ordnung. Freut mich. Kennen Sie denn privat auch ein bisschen? Kaum, wir waren mal zusammen essen, aber sonst... Sie waren essen? Ja, sie hat mich eingeladen. Warten Sie bitte draußen. Sie flirtet immer ein bisschen mit mir. Sie flirtet? Die steht auf Frauen, wussten Sie das nicht? Nein. Naja, geht mich auch gar nichts an. Und weiter? Müssen Sie sich keinen Vorwurf machen. Wirklich, Betty, Sie haben einen wundervollen Vortrag gehalten. Woher haben Sie nur diese Erfahrungen? Wir besprechen das morgen dann, ja. Ja, tschüss. Wer ist Betty? 4. Semester. Bist du so lieb zu mir? Warst du mir untreu? Auch aus dem Alter bin ich doch raus. Stimmt. Und du? Weißt du übrigens, wer meine neue Mitarbeiterin ist? Diese hübsche junge Frau neulich von deinem Geburtstag. Welche von den vielen? Na, die, mit der du getanzt hast. Ach, die. Ich glaube, die fand mich sehr interessant. Ach so. Bist du eifersüchtig? Rasen. Das ist gut. Ich habe gerade mit Will über sie gesprochen. Sie hatte eine glänzende Karriere vor sich, die irgendwann mal abgerissen ist. Weil die Firma, in der sie Managerin war, pleite ging. Sie musste die Verantwortung übernehmen, dann war sie arbeitslos. Schade, dabei sieht sie so gut aus. Sie ist wahnsinnig ehrgeizig. Ich liebe ehrgeizige Frauen. Ich traue ihr nicht. Ach, ihr Frauen, wenn ihr Umsicht hättet, würdet ihr euch gegenseitig die Augen auskratzen. Ich muss Sie dringend mal sprechen. Das muss Zeit haben bis heute Nachmittag. Ja, aber ich sag ja, es ist dringend. Ich habe einen auswärtigen Termin. Es ist wichtiger als Ihr Termin. Worum geht's denn? Um die Firma Reben. Ich habe da angerufen und mit dem Geschäftsführer gesprochen. Frau Nordberg? Ja. Er meint, wenn wir nicht fristgerecht liefern, dann suchen Sie sich eine andere Unternehmensberatung. Wie kommen Sie dazu, dort anzurufen? Ja, wir arbeiten zusammen an dem Projekt. Eben. Vielleicht informieren Sie mich vorher mal. Das ist doch wirklich egal in so einer Situation. Anna? Ich bin in 2 Stunden wieder da. Ja. Mir ist es nicht egal. Bisher war es immer so, dass ich den direkten Draht zu unseren Auftraggebern hatte. Da machen wir es dieses Mal eben anders. Sie hatten die Aufgabe, das Material durchzuarbeiten, mir Folien und Vergleichsstudien anzufertigen. Sind Sie fertig damit? Hallo? Wir wohnen Ja, und ich kann auch gleich noch Fenster putzen und Blumen gießen und was Sie sonst noch so an Aufgaben für mich haben. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass Ihnen was nicht passt. Genau. Herr Grosser hat mich als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Dann sollten wir unser nettes Gespräch bei Herrn Grosser weiterführen, wenn ich zurück bin. Als ich hier eingestellt worden bin, hat man mir gesagt, ich sei die Mitarbeiterin von Frau Nordberg. Jetzt mache ich aber die Arbeit einer Sekretärin. Wenn Sie wüssten, was die Arbeit einer Sekretärin ist. Das ist mir doch egal. Ich will inhaltlich mitarbeiten, nicht diesen stupiden Kleinkram. Folien beschriften, Dokumentationen sammeln. Das ist doch Zeitverschwendung. Wie stellen Sie sich denn da Ihre Mitarbeit so vor? Ich möchte in diesem Projekt gerne Forschungskonzepte, Methoden und Vorgehen übernehmen. Das heißt, Sie wollen die gesamte inhaltliche Verantwortung übernehmen? Nicht die gesamte. Ach so. Was haben Sie denn mir für eine Aufgabe zugedacht? Soll ich vielleicht jetzt die Folien beschriften? Es bleibt ja noch die Formulierung der Ausgangslage und Zielsetzung. Genau, und das ist die Arbeit einer Assistentin. Die Sie mir zugedacht haben. Richtig. Ja, meine Damen, vielleicht könnten wir jetzt mal... Also gut, Vorschlag. Sie erarbeiten Ihr Konzept. Ich meins. Das schaffe ich nämlich in der Zeit. Und dann wird eine neutrale Person beurteilen, welches das Bessere ist. Tja,
Also der Vorschlag ist zwar etwas ungewöhnlich, aber... Sehr ungewöhnlich, in der Tat. Und ebenso sinnlos. Entweder Sie akzeptieren meinen Vorschlag oder... Oder? Oder unsere Wege trennen sich. Dann trennen sich unsere Wege. Ich würde vorschlagen, dass... Lass mich mit Katharina allein. Ich wollte ja nur vorschlagen... Bitte. Wie du meinst. Sie glauben mir doch, dass dieser Vorfall mir sehr unangenehm ist. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber eine Führungskraft muss sich damit arrangieren können. Katharina, eine Frau wie Sie in Ihrer Position, seien Sie doch mal ein bisschen großzügig. Sie meinen, Ich kann es mir nicht leisten, einen Auftrag in Millionenhöhe zu riskieren, nur weil sich zwei Frauen nicht einigen können. Ich verlange von Ihnen, dass Sie dieses Projekt gemeinsam mit Frau Rieger durchziehen. Sonst muss ich zu anderen Maßnahmen greifen. Also gut. Ich hoffe nur sehr, Sie täuschen sich nicht in Frau Rieger. Bringen Sie mir den blauen Brief jetzt persönlich? Das würde ich Ihnen ebenfalls sogar tun. Ich hoffe doch immer noch, dass sich das vermeiden lässt. Dann kriegen Sie auch ein Glas Wein bei mir. Ich lasse mich aber nicht bestechen. Ich auch nicht. Was gefällt Ihnen? Mhm. Überrascht Sie das? Ja. Also? Sie wissen, weshalb ich hier bin? Weil Sie auf meinen Vorschlag eingehen wollen. Nein, weil ich Sie zur Vernunft bringen möchte. Und was ist vernünftiger, als dass ich in unserem Projekt volle inhaltliche Verantwortung übernehmen möchte? Aber Sie haben doch schon einmal in voller inhaltlicher Verantwortung eine Firma in den Konkurs getrieben. Ich wusste, dass das mal kommt. Und? Werden Sie es gegen mich verwenden? Bisher weiß es niemand. Außer mir und ihm. Ob Sie mir das glauben oder nicht, das war nicht meine Schuld. Ich war unerfahren und so stolz, in eine Spitzenposition zu kommen. Dass die Firma dafür vorgesehen war, Konkurs zu machen, das habe ich nicht gemerkt. Erst als es zu spät war. Und dafür habe ich dann auch wirklich teuer bezahlt. Und jetzt kriege ich eine zweite Chance und da sind Sie. Ich meine, das ist doch nicht fair. Was ist schon fair in diesem Geschäft? Ich schufte hier 10 Jahre und fahre für die Firma Gewinne ein. In der Hoffnung, eines Tages ein bisschen kürzer treten zu können. Aber im Gegenteil. Ich kriege immer mehr Arbeit aufgebürdet. Und wenn es so aussieht, als wenn ich irgendwas nicht schaffen würde, dann kriege ich jemand wie Sie vorgesetzt. Der jung ist, Kraft hat und nicht so ausgepowert ist wie ich. Dann soll ich kampflos das Feld räumen? Ist das fair?
Guten Abend. Ja, das wusste ich. Es ist nicht so, wie du denkst. Sie ist meine Chefin, wir haben ein Arbeitsgespräch. Um die Uhrzeit? Ja, das soll vorkommen. Außerdem muss ich mich für die nicht rechtfertigen. Ich mache jetzt alles anders. Ich kann jetzt nicht. Sie ist also der Grund, weshalb ich nicht mehr kommen soll. Nein, das hat nur mit uns zu tun. Ich will nicht mehr. Ich werde mich nicht mehr an dich hängen. Ich will... Thea, du kannst doch mir zuliebe kein anderer Mensch werden. Kann auch jetzt nicht. Komm ich nachher noch mal wieder? Nachher geht nicht. Morgen? Nein. Tut mir leid. Mir tut es leid, dass ich... Nein, wer weiß, was passiert wäre, wenn sie nicht da gewesen wäre. Was wäre denn passiert? Ich hätte sie reingelassen, wie immer. Und dann hätte ich mich mies gefühlt. Und das nächste Mal hätte ich sie wieder reingelassen und so weiter und so weiter. Sie können wohl auch nicht Nein sagen. Nein. Ja, ich meine ja. Na, vielleicht tut's mir auch mehr weh als ihr. Das kenne ich. Bis morgen dann. Ich will auf Katharinas Vorschlag eingehen, so wie sie ihn gestern gemacht hat. Aber dann hast du keine Chance, dich zu profilieren. Ich will nicht, Richard. Ich will dieses Scheißspiel nicht mehr spielen. Wenn du sie rausschmeißen willst, dann sag ihr das. Aber hör auf, mich dafür zu benutzen. Willst du wieder aufs Arbeitsamt? Wir machen Folgendes. Du behältst deine Vorschläge für dich, lässt sie die Arbeit allein machen. Und wenn die Sache schief geht, dann sind wir sie los. Ach, du würdest den Auftrag riskieren, nur um sie loszuwerden. Das kann dir doch egal sein. Du hältst sie einfach raus, bleibst völlig neutral. Und wenn ich das nicht tun will? Dann denkst du einfach an deine frisierte Bewerbung und an die Unterlagen, die du mir kopiert hast. Und wenn das rauskommt, das wäre dann dein zweiter Flop. Du bist widerlich. Ich kann aber auch sehr dankbar sein. Schau mal, die Sache ist doch ganz einfach. Entweder du oder sie. Oh, störe ich? Ganz im Gegenteil. Wir sprachen gerade über sie. Ach so? Ich habe mit... Ja, es ging um das Problem ihrer Zusammenarbeit. Ich wollte... Und ich denke, in Anbetracht der angespannten Zeitlage, jeder von Ihnen bleibt bei seinen Kompetenzen. Ach, wie nett, dass Sie sich für uns den Kopf zerbrechen. Maren, was meinen Sie denn dazu? Bist du mit deinen Mathehausaufgaben fertig? Ich bin dabei. Kann ich dir helfen? Ich komm schon klar. Lass doch mal sehen. Ist okay, habe ich gesagt. Das gehört wahr. Ich habe auch Besseres zu tun als deinen Mathe-Kram. Tu doch was Besseres. Jetzt zeigst du mir das Heft. Felix, hättest doch was sagen können. Ich wollte nicht indiskret sein. Wenn du mit mir über irgendetwas reden willst, sagst du es, ja? Und was Mathe betrifft, würde ich vorschlagen, wir treffen uns morgen mit einem Nachhilfelehrer. Was machen Sie denn noch hier? Das Gleiche wie Sie. Sie sitzen hier seit einer Woche, Nacht für Nacht. Hier, das Kalzium.
Kann ich Ihnen nicht doch irgendwas abnehmen? Nicht nötig. Das würde Ihnen gut tun. Gut so? Mhm. Oder lieber so? Das ist auch gut. Ja, wie denn nun so? Oder so? So oder so? Bist du verliebt? Wie kommst du denn da drauf? Wie du dich zurechtmachst, wie ein Teenie. Gefällt es dir nicht? Doch, und das ist es ja gerade. Eben. Du bist aufgeregt. Kein Wunder bei dem Projekt. Naja, deine Projekte. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Na, hör mal, so kenne ich dich gar nicht. Sonst spielen wir das Spiel doch immer umgekehrt. Achtung, Bahnstecker, Gleis 1. Es hält einfach in den Zug, Route 43. Ihr kennt euch ja, Maren, mein Mann. Hallo, sieht man sich mal so wieder? Ja, schneller als vermutet. Warum besuchen Sie uns nicht mal? Ihr beide arbeitet doch schon eine ganze Weile zusammen. Ich glaube, wir sollten einsteigen. Auf ein gutes Gelingen. Neue Herausforderungen haben sich durch zunehmenden Wettbewerb, rezensive Entwicklungen und strukturelle Veränderungen ergeben, auf die das Unternehmen entsprechend reagieren muss. Das heißt, das Unternehmen ist gezwungen, eine große Produkttypenzahl mit hohem Variantenanteil zu fertigen. Die Herstellung erfolgt auf Grundlage einer Verkürzung der Produktionszyklen, kurzer Lieferfristen und spezieller qualitativ hoher Kundenanforderungen. Also du, länger als eine halbe Stunde höre ich mir das Die neuen Anforderungen bergen aber in sich den Widerspruch, dass hohe Typenzahlen in Serie gefertigt werden müssten. Spezielle Kundenwünsche jedoch Nestfertigung bedingen. Die Analyse ist ja gut und schön, aber das kennen wir doch schon alles. Kommen Sie doch mal zum Eigentlichen. Das Eigentliche baut auf der Analyse auf. Wir haben alle nicht viel Zeit. Wir wollen wissen, wie wir unsere Probleme lösen können. Gut, dann stelle ich meinen Vortrag um. Ja, stellen Sie ihn um. Wie wär's mit einer Rauchpause? Hier sind wir auf verlorenem Posten. Quatsch. Ihr Konzept ist gut. Man muss es nur richtig verkaufen. Na prima. Wie mache ich das in den nächsten 10 Minuten? Lassen Sie mich das machen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wie sieht denn das aus, wenn wir plötzlich die Rollen... Ist doch egal. Hauptsache es funktioniert. Scheiße. Besser? Lass mich das machen. Ich weiß, wie man mit denen umgeht. Unser Prinzip ist einfach. Wir setzen nur auf rennende Pferde. Wenn sie nicht rennen wollen, wenn sie nichts verändern wollen, dann vergeuden wir nur unsere Zeit miteinander. Natürlich wollen wir. Wir werden sehen. Unsere Präsentation haben Sie ja alle gelesen, aber vielleicht haben Sie nicht verstanden, was das Moderne, das Neuartige daran ist. In einer Zeit, in der alle von Lean Management reden und dann mit den Folgeerscheinungen nicht klarkommen, empfehlen wir
Eine Kehrtwende. Es kann ja nicht angehen, dass die Affen den Zoo regieren. Wir wollen vernünftige Hierarchien wieder einführen. Unser Vorschlag ist einfach und radikal. Keine Entlassungen, keine Stilllegungen von Produktionsbereichen, keine Senkung von Typenzahl. Es geht schlicht und einfach um Umverteilung. Nie im Leben. Umso ärgerlicher ist es, dass du es geschafft hast und nicht ich. Noch ärgerlicher ist aber, dass ich es nur mit deinem Konzept geschafft habe. Und am allerärgerlichsten ist, dass wir beide jetzt zusammengearbeitet haben. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Auf uns. Wollen Sie mich betrunken machen? Vielleicht. Das wird Ihnen nicht gelingen. Noch 2 Tequila, bitte. Was ich Sie schon immer fragen wollte. Kanntest du Richard eigentlich vorher? Ja, vom Studium. Hat er dich in die Firma gebracht? Ja, er kam eines Tages, als ich mich schon entschlossen hatte zu kellnern und hat mir einen Job angeboten in meinem alten Beruf. Zum Wohl. Danke. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie an meiner Stelle Projektleiterin werden können? Er hat sie unterschätzt. Ich übrigens auch. So, was hältst du davon, wenn wir die beiden Großhaus rausschmeißen? Den Laden können wir auch alleine leiten. Wir machen eh nichts. Profitieren nur von uns. Ist eine Schnapsidee. Genau. Noch 2 Tequila, bitte. Nein, nein, bitte nicht mehr. Du kapitulierst? Ich kapituliere nie. Das mag ich auch an dir. Vielen Dank. Geh nicht weg. Zum Wohl. Oh nein. Wollen wir uns nicht endlich richtig duzen? Versuch's. Du. Du. Und kriege ich keinen Kuss? Ja? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could. Mir ist was eingefallen. Müssen wir morgen eigentlich schon zurückfahren? Eigentlich schon? Wir haben doch hier nichts mehr zu tun. Wir könnten doch noch einen Tag länger bleiben. Ich weiß nicht. Ich habe Termine.
Ich kümmere mich drum. Dann schlaf gut. Meinst du, du wärst eine gute Nonne geworden? Ja, klar. Aber ich hätte ungern ein Einzelzimmer gehabt. Kann ich mir vorstellen. Ach ja? Mhm. Hast du eigentlich jemals mit einem Mann geschlafen? Natürlich. Einmal. Und? Frauen sind schöner und weicher. Du glaubst gar nicht, wie weich eine Frau sein kann. Mit einem Mann habe ich mich nie wirklich eins gefühlt, nie wirklich zusammengehörend. Eine Frau versteht dich besser als jeder Mann. Für mich ist das wie ein Spiegelbild, verstehst du? Du lernst dich selbst erst wirklich kennen. Ohne Grenzen, ohne Scham. Hast du noch nie mit einer Frau geschlafen? Möchtest du gern? Du hast Angst. Dass es dir gefallen könnte. Vielleicht muss man bestimmte Erfahrungen nicht machen. Vielleicht, ja. Wenn du dir sicher bist, dass du später nicht bereust. Du wirst es bereuen. Du ja. Weil du nicht kapitulieren kannst. Scheiße. Oh Gott. Kannst ruhig weiter Jens zu mir sagen. Oh. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Ja, ich wollte noch mal vorbeischauen. Dachte mir, so ein verlängertes Wochenende sollte eine Überraschung sein. Ist dir gelungen? Ja, ich gehe dann besser mal. Ach, bleib doch noch.
Willst du mich nicht begrüßen? Warum hast du mich denn nicht angerufen? Es war ja keiner da. Und? Geht's gut? Mhm. Habt ihr den Auftrag gekriegt? Ja. Sehr toll. Und warum bist du wirklich hier? Um mir ein paar schöne Tage mit dir zu machen. Jens. Eigentlich wolltest du schon gestern nach Hause kommen. Ich habe doch angerufen. Und wie? Du hättest deine Stimme hören sollen am Anrufbeantworter. Herrgott, ich hatte keine Zeit. Sonst rufst du auch immer dreimal an, wenn sich bei dir irgendetwas ändert. Was willst du eigentlich? Ist noch jemand hier? Ich meine, außer Maren. Denkst du wirklich, dass ich hier irgendjemand einlade? Auf eine Dienstreise in mein Hotelzimmer? Was soll ich denn denken, wenn ich nichts höre von dir? Außer einer lapidaren Mitteilung, dass du länger bleibst. Wie oft hast du ein paar Tage oder eine ganze Woche an deine Dienstreise drangehängt, ohne dass ich dir nachgefahren bin? Entschuldige. Du warst in der letzten Zeit so anders. Ich war todsicher, da steckt ein Kerl. Entschuldige. Weißt du was? Ich lade euch beide jetzt zum Essen ein. Ihr seid wirklich ein tolles Team. Katharina ist eben die Führungskraft. Ja, ja. Das zeigt sie mir zu Hause täglich. Zu Hause bin ich Führungs- und Hilfskraft in einem. Das kannst du nicht sagen. Wir Adepten geben uns immer die größte Mühe, ihren Anforderungen gerecht zu werden. Sie ist wirklich eine unnachgiebige Perfektionistin. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass sie nie kapitulieren kann. Genau. Wissen Sie, wie wir uns kennengelernt haben? Ich war Assistent an der Uni und sie Studentin. 4. Semester. Wollte die Fachrichtung wechseln und ich war beauftragt, sie zu überreden, dass sie bleibt. Ich war meiner Sache todsicher. Aber sie hat immer nur den Kopf geschüttelt und mich so spöttisch angeguckt, so von unten her. Nur, sie hatte damals so einen langen Pony und ich wollte immer ihre Augen sehen. Ja, so guckt sie heute noch, wenn ihr was nicht passt. Ja. Er hatte eine Art, mich abblitzen zu lassen, die mich ungeheuer angezogen hat. Mhm. Ich habe ihr gesagt, das darfst du nie verlieren. Und sie hat sich auch bis jetzt nicht unterkriegen lassen. Ja, man hat Respekt vor ihr. Gibt nicht viele Frauen, die so sind. Ja, das stimmt. Sie ist schon... Besonders. Hauptsache, ihr seid euch einig. Hm? Ja, das sind wir offenbar. Ich rede gern über interessante Frauen. Und auch über interessante Männer? Selten. Kann ich verstehen. Geht mir genauso. Frauen sind auch das schönere Thema. Von Ihnen hätte ich allerdings gedacht, dass Sie sich hin und wieder auch mit Männern beschäftigen. Ich ziehe das schönere Thema vor. Schade. Sie könnten an jedem Finger 10 haben.
von dir. Scheißegal, dann erzählt's ja irgendjemand anders. Ist doch keiner so bescheuert wie du. Und so behindert wie du. Ach, halt doch die Luft an, du Birni. Hier, David hat eine andere und sie will es nicht Du mitkriegen. sollst die Schnauze halten. Hört auf jetzt. Wenn dir deine Schnepfe wegläuft, dann lache ich aber. Ha, ha, ha. Wie? Mach nochmal. Leck mich. Was ist mit euch passiert? Sind ihr unter die Räder gekommen? Mal ehrlich, ist irgendwer gestorben? Oder lasst ihr euch scheiden? Sag mal, spinnst du? Jetzt reicht's aber. Mann, versteht denn hier keiner mehr Spaß? Ich finde das nicht witzig. Ich auch nicht. Was schon? Gib mal deinen Teller. Ich hab keinen Hunger. Ich auch nicht. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Tolle Idee. Hier sind Sie. Ich dachte mir, dass Sie da sind. Ich habe Frau Rieger gesucht. Sie hat die Verträge und... Die ist schon bei Herrn Grosser. Sie sollen auch sofort kommen. Wie mir berichtet wurde, haben Sie Ihren Auftritt bei der Firma Reben sehr, na sagen wir mal, sehr unkonventionell gestaltet. Was hat man Ihnen denn berichtet? Die Herren, Ja, Frau Brunner. Marianne weiß ich jetzt nicht. Wir sollen 5 Minuten nochmal anrufen. Ja. die Herren waren sich plötzlich nicht mehr klar darüber, wer von ihnen die Chefin und wer die Assistentin ist. Etwas Verwirrung gehört dazu. Der Zweck heiligt die Mittel, dachten wir uns. Darüber kann man geteilter Auffassung sein. Jetzt hör doch mal auf mit der Raucherei. Entschuldigung. Aber ich will Ihre Leistung in keinster Weise schmälern. Weder die von Ihnen, Frau Rieger, noch die von Katharina. Da gibt's auch nichts zu schmälern. Das war Teamwork im besten Sinne. Irgendwie mag ich Ihre Art. Frau Rieger, wollen Sie bei uns bleiben? Sehr gern. Was sagen Sie dazu, Katharina? Ich kann es nur empfehlen. Demnach haben sich also Ihre anfänglichen Differenzen auf wundersame Weise geklärt. Das kann man so sagen. Und wollen Sie auch weiterhin zusammenarbeiten? Unbedingt. Ach, unbedingt sogar. Darf man fragen, wie es zu diesem Einigungsprozess gekommen ist? Ja, vielleicht können wir ja noch was lernen. Tauschen Sie doch auch mal die Rollen. Ihr Sohn hätte bestimmt nichts dagegen. Ja, wir arbeiten dran. Stimmt. Die von Reben hatten recht. Die haben wirklich ein Verhältnis miteinander. Ach was? Nicht Katharina. Ist verheiratet, hat Kinder. Mensch, Papa, wo lebst du denn? Heutzutage kommt das in den besten Familien vor. Ich gebe nichts auf Gerüchte. Ach komm, das sieht doch ein Blinder. Was meinst du, wie unsere Kundschaft reagieren würde, wenn da so ein Pärchen antanzt? Weiß gar nicht, was du hast. Wir haben doch den Auftrag von der Firma Reben. Ja. Diesmal haben wir vielleicht Glück gehabt. Seit wann bist du denn so moralisch? Quatsch. Ich denke doch nur ans Geschäft. Und da sagt mir mein 7. Sinn, Finger weg von solchen Allianzen. Ich würde die beiden trennen. Zur Not müssen wir eben eine über den Jordan schicken. Rate mal welche. Ich frage mich, warum ich dich nicht schon längst über den Jordan geschickt habe. Vielleicht, weil ich dein Sohn bin. Ja, das wird's wohl sein. Ich kann Katharina nicht kündigen. Wir müssen eine horrende Abfindungssumme zahlen. Überlass das mal lieber mir. Das kriegen wir auch anders hin.
Ich habe immer eine Chance gesucht, dich anzurufen. Aber es ging irgendwie nicht. Es war immer jemand dabei. Ich habe auch überlegt, ob ich mich einfach ins Auto setze und bei dir vorbeikomme. Aber das wäre zu sehr aufgefallen. Ja, schon gut. Jens ist die ganze Zeit um mich herumgeschlichen. Er ahnt was. Klar, kennt mich auch gut genug. Aber er fragt nicht. Kriegt immer nur diese großen, verletzten Kinderaugen. Du musst dich nicht rechtfertigen. Er wirkt zwar nicht so, aber ist ziemlich labil und verletzbar. Und die Kinder, die haben auch schon was gemerkt. Ob wir uns scheiden lassen, hat Felix mich gefragt. Der war schon als kleiner Junge hochsensibel und empfindlich. Und immer gleich krank, wenn ihm was nicht passt. Ich mach dir doch keinen Vorwurf. Ich weiß, Maren. Aber ich möchte, dass du mich verstehst. 18 Jahre sind eine so lange Zeit. Man ist wie verwachsen miteinander. Die Kinder, das Haus. Man ist zusammen älter geworden, hat alle möglichen Krisen durchgestanden. Das setzt man nicht einfach so aufs Spiel. Musst du auch nicht. Für Jens und die Kinder würde eine Welt zusammenbrechen. Ich kann ihnen nicht wehtun. Dann lass uns lieber gleich aufhören, bevor es mir noch mehr wehtut. Maren. Es tut mir leid. Ich will dich nicht verlieren. Wir könnten morgen meinen Geburtstag zusammen feiern. Wir nehmen uns den Nachmittag frei und ich komme bei dir vorbei mit Essen und Trinken. Ja? Magst du Gambas? Champagner? Ich mag vor allem dich. Hast du heute keine Seminare? Ich habe sie ausfallen lassen. Du hast ja nur einmal Geburtstag. Das ist doch nicht nötig. Doch, doch, das ist nötig. Wir gehen doch heute Abend noch mit den Kindern essen. Aber jetzt sind wir zu zweit. Ich habe noch zu tun. Dann schaue ich dir zu. Das macht mich nervös. Ich bin ganz still. Ich habe mich neulich wie ein Idiot benommen. Verzeih. Es ist für dich. Wolltest du noch mal weg? Ja, ich muss noch mal ins Büro. Warum? Noch mal mit allen anstoßen. Du willst gar nicht ins Büro. Aber natürlich, wie kommst du denn darauf? Ich habe bei dir angerufen. Sie haben mir gesagt, du hast dir den Nachmittag freigenommen. Ich bin jedenfalls hier. Achtung. Stufe. Und scharf Rechtskurve. Und langsam. Und Augen auf. Geburtstagskind, Geburtstagskind, nun sind wir alle da. Blübel
wünschen dir Glück, wünschen dir ein frohes neues Jahr. Die Gaben, die wir haben, die sollen es dir sagen. Wir haben dich so lieb, wir haben dich so lieb. Wohin fahrt ihr denn in Urlaub? Wieder Mexiko? Nein, diesmal nicht. Eigentlich haben wir den Kindern versprochen, mit ihnen dieses Jahr nach Amerika zu fahren. Im Wohnmobil durch Arizona und New Mexico. Auch schön. Ja. Das war der erste Urlaub von Katharina und mir. Natürlich sind wir damals getrennt. Ihr hättet uns sehen sollen. Ich mit meiner Gitarre und Haare bis hierher. Und Katharina mit Parker und Stirnband. War unsere kurze Hippie-Zeit. Wo willst du denn hin? Ich muss noch mal weg. Ja, es ist kurz nach 1. Und da willst du noch mal weg? Ich möchte noch mit Maren Geburtstag feiern. Bist du denn mit dieser Tussi? Willst du mit ihr ins Bett, ja? Ist es das? Ja, ich verstehe dich ja. Du wirst älter. Du denkst, du hast irgendetwas verpasst. Das geht mir auch immer so an den Geburtstagen. Das sind die Wechseljahre. Du solltest mal zum Psychologen. Ja? Ich komme auch mit, wenn du willst. Gut. Du hast jemanden kennengelernt. Das kann ja vorkommen. Das ist eine ganz neue Erfahrung, denkst du. Da habe ich natürlich keine Chance. Ich bin ja nicht neu. Ich bin ja nur der alte Jens, der immer ein bisschen zu viel redet, der sich immer ein bisschen zu sehr aufspielt, der sich vor jeder Hausarbeit drückt, sobald er kann. Und der dich viel zu selten lobt. Aber glaube mir, auch das Neue wird irgendwann alt. Es nutzt sich ab. Der Rausch verfliegt. Und wer weiß, was dann übrig bleibt. Das weiß man nie. Doch, bei mir weißt du es. Du kannst doch nicht sagen, dass du mit mir unglücklich warst. Jetzt guck doch mal. Hier, was wir in Florenz gekauft haben. Und hier. Du bist stundenlang rumgelaufen, weil du ihn unbedingt haben wolltest. Unser Hochzeitsgeschirr. Da ist nur einer kaputt gegangen in all den Jahren. Und wie wir die Zwillinge bekommen haben und sie uns gesagt haben, dass vielleicht nur einer durchkommt. Und wie wir bei Felix am Bett gesessen haben, als er die Lungenentzündung hatte und du mir unter Tränen erklärt hast, warum Brustwickel besser als Wadenwickel sind. Ich weiß nur, dass ich verliebt bin. Wie noch nie in meinem Leben. Und dass ich das ausprobieren muss. Du musst. Kannst du nicht den Arsch ein bisschen zusammenkneifen, bis alles vorbei ist? Ist das zu viel verlangt? Ja, verdammt nochmal. Weil ich nämlich nicht nur lebe, um zu funktionieren, sondern auch, um glücklich zu sein. Ach ja, dann geh doch. Sei glücklich. Und die Kinder? Hast du daran gedacht? Nicole wird vielleicht nie einen Mann anfassen können, wenn sie hört, dass ihre Mutter das... Was? Oh, Scheiße. Ich dachte immer, sowas passiert nur anderen. Ich gehe jetzt. Wenn du jetzt gehst, wirst du es bereuen. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich es bereuen. Na dann geh doch, wenn du mit der was anfangen willst. Verschwinde! Brauchst du ja gar nicht mehr anzutanzen. Ist das dein letztes Wort? Kommst du doch noch? Das hätte ich ja nicht gedacht.
Ich habe dich angerufen. Du warst nicht da? Ja, glaubst du, ich sitze den ganzen Abend und warte auf dich? Ja, die kleine heimliche Büroaffäre, die immer dann zur Stelle ist, wenn es dir gerade passt, ja. Stellst du dir das so vor? Oh nein. Ja doch, das tust du. Du glaubst, das geht so. Hier, schicke Wohnung, Familie, geordnete Verhältnisse und da ein bisschen Aufregung, Abenteuer. Das eine tun und das andere nicht lassen. Aber ich kann das nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann ganz und gar und nicht nur ein bisschen. Und wenn du das nicht kannst, dann geh lieber. Dann geh lieber gleich. Katharina. Schon gut, schon gut. Das muss schwer sein für dich. Ich bin ungerecht, ja. Ich habe so auf dich gewartet. Schläft Mama noch? Jo. So früh? Er hat noch einen Termin. Um 10 Uhr morgens?
Lass uns zusammen Mittagessen. Ich habe Lust auf Sushi. Nicole? Was machst du denn hier? Wenn du nicht zu uns kommst, dann muss ich zu dir. Ach, guten Morgen erstmal. Wie siehst du denn aus? Setz dich erstmal. Wir müssen zusammen reden. Möchtest du was trinken? Croissant? Weißt du, das mit Papi und mit mir, das ist, weil wir uns einfach nicht mehr so gut verstehen. Weil du eine Affäre hast. Nein, Nicole. Das würde ich so nicht nennen. Wie denn? Katharina, hallo. Maren, das ist Nicole. Ihr habt euch schon kurz gesehen. Nicole, das ist Maren. Katharina hat mir schon viel von dir erzählt. Sie sind das also? Ich bin was also? Macht es Ihnen Spaß, Familien kaputt zu machen? Nicole. Nicole, warte doch! Weißt du, mit Maren und mit mir ist es genauso wie dir und deinem David. Mit David ist es aus. Aber du kannst dich doch noch gut an das Gefühl erinnern, oder? Tu doch nicht so, als wäre ich noch ein Baby. Natürlich weiß ich, wie es ist, wenn man verknallt ist. Aber es ist doch was ganz anderes, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Das habe ich auch gedacht. Aber es ist nicht anders. Ich habe genauso Herzklopfen, wenn ich sie sehe. Und wenn sie nicht anruft, laufe ich im Zimmer auf und ab und kann an nichts anderes mehr denken. Und mein größter Wunsch ist, mit ihr zusammen zu sein. Und was mit uns? Ist sie denn wichtiger als wir? Aber mit Felix und mit dir ist das was anderes. Euch liebe ich immer, was auch passiert. Ihr seid meine Kinder. Stellst du dir das vor? Gehst du weg? Ja, manchmal. Aber ich werde auch bei euch sein, wie bisher. Mich um euch kümmern, eure Hausaufgaben, mit euch essen. Und in der Nacht schläfst du dann zu ihr? Das kannst du auch vergessen. Dann kannst du auch gleich bei dir bleiben. Was sollen wir denn mit deiner Armbrutsmutter? Willst du sie nicht erst mal richtig kennenlernen? Niemand! Felix? Felix? Warum bist du denn nicht in der Schule? Sag mal, spinnst du? Was soll denn das? Willst du sitzen bleiben? Scheißegal. Das ist dein Leben, Junge. Am Ende bist du niemand anders als dir selbst Rechenschaft schuldig. Und was ist mit dir? Bei mir ist es auch so. Ganz genau so. Felix, ich ziehe eine Weile aus. Es ist besser so. Aber ich lasse euch nachkommen, wenn ich eine Bewohnung habe. Das heißt, wenn ihr das wollt. Kriege ich dann mein eigenes Zimmer? Natürlich. Und die Möbel kann ich mir selbst aussuchen? Gut. Und was ist mit meinem Mischpult? Naja, also darüber reden wir noch. Hm? Okay. Wohin gehst du eigentlich? Zu einer Freundin. Zu was denn für eine Freundin? Kennst du nicht. Ist sie wenigstens hübsch? Versprichst du mir, dass du nicht wieder die Schule schwänzt? Okay.
Wer ist denn bei euch eigentlich der Mann in der Beziehung? Das sage ich dir, wenn ich es rausgefunden habe. Schön die alten Dinger, ne? Als Kind wollte ich immer im Schloss wohnen, ganz oben im Turm, wo der Wind pfeift, so wie Rapunzel. Zu Karneval hat meine Mutter mir dann irgendwann ein Prinzessinnenkostüm gemacht. Und das habe ich dann jedes Jahr angehabt. Na, Süße? Wird die zu Hause heute wohl ohne mich zurechtkommen? Och, ich bin sicher, Jens geht mit Ihnen Pizza essen oder Hamburger oder Popcorn. Als Felix und Nicole klein waren, gab es bei uns einmal im Monat Schweinetag. Schweinetag? Da konnten sie sich was zu essen wünschen. Und natürlich waren es meistens Spaghettis. Und durften sie nach Herzenslust damit rumsauen. Und ich musste auch mitmachen. Dann haben sie sich halb totgelacht, wenn ich von oben bis unten mit Tomatensauce voll war. Und am besten war es, wenn Jens auch mit dabei war. Ja, gut. Schweinetag. Schweinetag. Schweinetag, 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 Schweine! Du gehst wieder weg? Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Hm? Aber manchmal ist es doch alles so viel. Und du kannst gar nicht glücklich sein. Und dann auch noch dieser Richard, der seit Tagen um mich rumschleicht. Was will er? Na, was wollte ich loswerden? Das weißt du doch. Ich habe schon überlegt, ob man ihm nicht zuvorkommt und selbst kündigt. Eine eigene Firma gründet. Weißt du, wie schwer das ist? Da braucht man viel, viel Geld. Oder eine gute Idee. Na komm, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du wieder bei mir einsteigst. Ihr habt doch ein Verhältnis miteinander. Ja, und? Du hast doch gesagt, ich soll alle Register ziehen. Jetzt vertraut sie mir blind und sie tut, was ich sage. Ja, und? Weiter? Ihr müsst ja eine Abfindung anbieten. Ein Jahresgehalt würde reichen. Ist das nicht ein bisschen hoch? Du weißt genau, was sonst sowas kostet. Und dann? Dann wird sie zu mir kommen und fragen, wie sie sich verhalten soll. Und ich werde ihr zuraten.
Maren, du bist ja richtig erwachsen. Dann sind wir sie los. Können machen, was wir wollen. Wir waren doch mal ein ganz gutes Team. Oder wie lange willst du noch den Junior spielen? Schade, dass ich keine Frau bin. Eigentlich beneide ich Sie ja ein bisschen. Ich möchte mich auch gern aus dem Berufsleben zurückziehen, aber... Haben Sie schon irgendwelche Pläne? Nein, ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht fange ich noch mal was Neues an. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Naja, werde wohl meine letzten Jährchen hier verbringen. Oh. Katharina, alles Gute. Oh. Und vielen Dank. Es war sehr angenehm mit Ihnen. Halt dich mal mit. Morgen, Maren. Denken Sie an die Kopie Ihres Vortrags? Natürlich. Morgen. Anna. Wir haben morgen um 10 dieses Training mit den Personaltypen. Und übermorgen ist die Konferenz zum industriellen Wandel. Hast du an das Aurora-Projekt gedacht? Guten Morgen erstmal. Morgen. Ja, alles fertig. Hier ist dein Tee. Danke. Die Bilanzen. Schon reingeguckt? Wir haben Rezession, Papa. Alle haben Rezession. Und überhaupt, warum interessierst du dich denn noch dafür? Nur mit den einen geht's bergauf und mit den anderen geht's bergab. Ja, und wir arbeiten dran. Hoffentlich. Ich möchte nämlich lieber zu den einen gehören als zu den anderen. Schade. Sehr schade. Ich wollte mich jetzt eigentlich zur Ruhe setzen. Kannst du doch ruhig. Ich habe alles im Griff. Entschuldige, aber da habe ich meine Bedenken. Erst die zweifelhafte Entscheidung, Katharina gegen diese Frau Rieger auszutauschen, die noch gar nicht bewiesen hat, dass sie wirklich besser ist. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und dann die Verluste. Papa, 2, 3 Aufträge an die Konkurrenz verloren. Das ist doch läppisch. Da reden wir doch gar nicht drüber. Wenn ich dich so höre, dann wird mir immer klarer, dass ich jetzt gar nicht zurücktreten kann. Wie soll ich denn diese Einbrüche deiner Mutter erklären? Die Schnapsdrossel, die hat sich doch nie für unser Geschäft interessiert. Ja, was gehört ihr, du Trottel? Du wolltest mich doch nie wirklich hochkommen lassen. Du hast doch immer nach Gründen gesucht, dass du nicht abtreten musst. Ich suche nicht, ich stolpere förmlich drüber. Du hast es dir immer zu leicht gemacht, mein Junge. Du hast gedacht, die Firma, die fällt mir sowieso eines Tages in den Schoß. Ach komm, woanders, da wäre ich doch schon längst Geschäftsführer. Auch woanders müsstest du dir so eine Position erarbeiten. Aber jetzt bist du erstmal bei mir in der Pflicht, mein Junge. Und ich will morgen hören, dass wir den Auftrag für das Aurora-Projekt in der Tasche haben. Wirf doch mal einen Blick in die Unterlagen zum Aurora-Projekt, ja? Das ist Industriespionage, das darf ich nicht. Wenn das rauskommt, dass du die Konkurrenz in deinen Präsentationen lesen lässt. Man ist ja auch wirklich nirgendwo sicher vor der Konkurrenz. Hm? Nicht mal in einen 4 Wänden. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Aber in der vom alten Grosser erst recht nicht. Der hat vielleicht ein Pech mit den Frauen. Erst muss er diese Abfindung zahlen und dann macht diese Frau Nordberg sich auch noch selbstständig mit dem Geld. Tja, und diese Frau Rieger hält aber auch gar nicht, was sie verspricht. Wie findest du's? Ich fürchte, dieser Auftrag geht wieder an mich. Na, dann hast du dich ja bald saniert. Hab ich. Noch diesen Auftrag und ich kaufe das Büro. Zeigst du es mir mal? Und jetzt Augen auf. Wow. Du wolltest doch immer Rapunzel sein. Es gehört dir. Findest du das nicht ein bisschen klein?
Wenn Felix und Nicole kommen, brauchen wir den Platz. Ärgerlich, dass ich bei großer Show gekündigt habe. Noch ärgerlicher ist es, dass du jetzt bei mir einsteigen musst. Aber am ärgerlichsten überhaupt ist ja, dass wir jetzt zusammenbleiben müssen. Ja, das ist wirklich ärgerlich.